Servus Leute, heute zeige ich euch mal, wie man einen Echtholz-Parkettboden ganz einfach selbst verlegen kann. Das ist nämlich wie immer kein Hexenwerk. Ich bin hier in der Wohnung von meiner Schwägerin, die ist nicht gerade klein, da muss einiges an Parkett verlegt werden. Und ja, unten ist nochmal die gleiche Wohnung von meinen Schwiegereltern. Also ihr seht, es gibt viel zu tun, legt mal los. Den Parkettboden werden wir schwimmend verlegen. Das bedeutet, dass er nur auf dem Boden aufliegt und nicht mit dem Boden verklebt wird. Und da müssen wir jetzt als erstes mal eine Folie auslegen. Die PE-Folie wird dann so verlegt, dass sie an den Seiten, also an der Wand, ca. 5 bis 10 cm übersteht. Und die Stöße, die lässt man dann auch ca. 5 cm überlappen, sodass die Fläche dann auch komplett dicht ist. Die Stöße werden dann hier mit Klebeband noch sauber verklebt und dann sind wir mit dem ersten Arbeitsschritt auch schon fertig. Fertig sind wir mit den Vorbereitungen leider noch nicht. Wir haben hier noch eine Unterlegbahn, die muss auch noch drauf. Die Unterlegbahn, die muss jetzt noch auf die PE-Folie oben drauf. Das ist eine ca. 1,5 mm starke Gummi- oder Schaumstofffolie. Keine Ahnung, aus was für Material das genau ist. Das ist ja letztendlich auch egal. Das ist halt ein Material, was gut Schall absorbiert und kleine Unebenheiten ausgleicht. Und das legen wir jetzt hier auch nochmal aus. Die Stöße der Unterlegbahn, die werden dann auch wieder mit Klebeband abgeklebt und hier ist es ganz wichtig, dass die Matte nicht überlappt, weil sonst hat man ja später einen Höhenversatz und die Holzdielen liegen nicht glatt und vollflächig auf der Oberfläche auf und das wäre natürlich fatal. So, kleine Pause. Mit der üblen Arbeit sind wir durch. Das Folienlegen, das ist eine Arbeit, die hasse ich persönlich. Aber wir sind fertig und jetzt geht es mit der interessanteren Arbeit weiter, weil jetzt verlegt man den Parkettboden. Verlegen werden wir hier so Dielen im Landhausstil. Das ist europäische Eiche, ziemlich rustikal, aber aktuell echt modern. Und ich muss sagen, die Maserung und das Holz gefällt mir echt sehr gut. Die Holzart ist natürlich Geschmackssache, aber Parkettböden gibt es ja in allen Holzarten und in verschiedensten Ausführungen. Da muss man einfach schauen, was einem selber gefällt. Bevor wir jetzt anfangen, kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Punkt. Die Holzdielen müssen, bevor man mit der Arbeit anfängt, ca. 48 Stunden mindestens im Raum gelagert werden, weil das Holz muss sich erst akklimatisieren. Das bedeutet, es muss sich an die Temperaturen und an die Luftfeuchtigkeit im Raum gewöhnen, weil dann hat man es nämlich deutlich einfacher beim Verlegen. Bevor man mit dem Verlegen der Dielen beginnt, muss man sich erstmal entscheiden, ob man die Dielen längs oder quer im Raum verlegt. Normalerweise orientiert man sich da immer an der Lichtquelle, also am Fenster, und legt es dann immer so hier nach dem Lichteinfall. Dann hat man nämlich nachher eine deutlich schönere Optik. Dann muss man sich auch noch überlegen, wie man das Parkett verlegt, im englischen Versatz oder im wilden Versatz. Der wilde Versatz bedeutet, dass man immer wieder mit dem Reststück der einen Reihe an der neuen Reihe wieder ansetzt und dadurch hat man dann natürlich später kaum Verschnitt. Beim englischen Versatz hat man immer ein gleichmäßiges Fugenbild, aber man hat dann natürlich am Ende immer einen Verschnitt, den man dann ja nicht mehr verwenden kann. Mir ist die Entscheidung schon abgenommen worden, weil die Hausherrin will den englischen Versatz und ja, dann macht man das so. Die ersten 3 Reihen habe ich jetzt schon mal ausgelegt. An der Wand ist es immer wichtig, dass man eine Dehnungsfuge lässt. Ich habe jetzt hier 1 cm, das ist abhängig von der Größe des Raums. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie man hier die Länge dann anlegt. Bei mir ist es jetzt diesmal ein bisschen komplizierter, weil ich hier von links anfangen muss, immer mit diesem Versatz hier und dann zum Ende hin, zum Fenster hin auslaufen lasse. Ja, deswegen muss ich beim Messen hier ein ganz bisschen anders vorgehen. Ich lege mir daher immer erst die gesamte Länge aus und schneide dann das Ende passend ab. Wenn man es normal verlegen wird man das jetzt hier einfach passend abschneiden. Dieses Stück kommt weg, aber ich habe ja auf der anderen Seite noch die Feder, die muss ich noch dazu rechnen. Deswegen muss ich den Strich dann hier eben an die Länge der Feder noch anpassen. Zu beachten ist auch, dass er das Brett richtig herum anlegt, weil es muss nämlich hier zweimal die gleiche Feder sein. Ja, das ist eben, wie schon gesagt, leider nicht der Normalfall, aber was ist heutzutage schon normal? Ich muss mich jetzt eben nach der Fuge auf der linken Seite richten. Jetzt schneiden wir uns erstmal das Brett passend ab. Zum Abschneiden verwende ich hier eine Stichsäge, damit funktioniert es optimal und die Abschnitte müssen auch nicht 100%ig gerade sein, kommt später eh noch eine Sockelleiste drauf, sieht man eh nicht.
Beim Verlegen geht man dann so vor, dass man die Diele zunächst auf die gesamte Länge hier in die Feder einsetzt. Es ist wichtig, dass die gesamte Länge hier passt und dann macht man es mit so ganz leichten Wippbewegungen nach unten. Hier muss es natürlich auch bündig sein und dann merkt man schon, dass die Feder in die Nut einpasst. An der Vorderseite ist es jetzt noch nicht ganz eingerastet, wie man sehen kann. Da macht man jetzt noch mit dem Hammer und dem Holz einen Schlag und dann ist es sauber verlegt. Auf die Länge machen wir es jetzt hier auch nochmal. 1, 2, 3 und dann ist die Diele hier einwandfrei verlegt. Was übrigens auch ganz wichtig ist beim Verlegen von den Dielen, ist, dass man die immer ein wenig durchmischt. Ich habe mir hier 3 verschiedene Packungen geöffnet und dadurch kann man dann verhindern, dass später die Farbunterschiede zu groß sind, weil die einzelnen Dielen haben je nach Charge immer ein kleines bisschen unterschiedliche Farben und wenn man es durchmischt, dann fällt der Farbunterschied später überhaupt nicht mehr auf. Das ist übrigens auch ein häufiger Fehler als Anfänger, weil man halt einfach nicht dran denkt oder es vielleicht auch vergisst. Wenn man dann irgendwann mal am Fenster angelangt ist, muss man sich die Aussparung hier ausschneiden. Dazu legt man sich am Anfang hier das Brett an, überträgt sich die Abstände inklusive der Dehnungsfuge und schneidet das Ganze dann aus. Und dann lässt sich die Diele hier sauber einpassen. Passt. Wenn man dann irgendwann mal bei der letzten Reihe angekommen ist, dann muss man sich noch das letzte Stück herausmessen, auf die Länge zuschneiden und dann kann man das noch einsetzen. Ja, bei mir ist es jetzt ganz gut ausgegangen. Ich habe noch 15 cm. Das ist meistens auch nicht der Fall, weil meistens hat man noch so ein kleines Fitzel übrig. Aber hier passt's. So Leute, mit dem Parkettverlegen bin ich fertig, zumindest mit dem 25 Quadratmeter Raum hier. Da habe ich jetzt rund 8 Stunden gebraucht, aber ich habe ja nebenbei auch noch alles gefilmt. Da dauert es natürlich dann auch noch ein wenig länger. Und ich denke, ihr habt jetzt gesehen, das ist kein Hexenwerk und wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet, dann kann man das ganz einfach selber machen. Gerade heute, wo die Handwerker knapp sind, wo die Baustoffpreise explodieren, dann kann man da einiges an Geld sparen, wenn man es selber macht. Ja, unten haben wir jetzt auch noch eine Wohnung. Hier ist auch noch nicht ganz fertig. Das sind insgesamt über 200 Quadratmeter. Das heißt, es ist noch einiges zu machen. Und ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet. Wir sehen uns demnächst wieder zu neuen Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.